In Teil 21 werden wir Grasshopper mit Sophistic verbinden. Es gibt prinzipiell zwei Möglichkeiten. Einmal über den Sophistic Structural Desktop, den SSD. Hier arbeitet man mit den Include-Verbindungen. Das ist das, was wir uns in diesem Video anschauen. Und die zweite Möglichkeit, die wird es dann im nächsten Video geben. Dort kann man ohne den SSD arbeiten und direkt in Grasshopper ein Sophistic-Projekt erzeugen. Also, wir machen zunächst mal die Vorgehensweise mit Include und das ist auch sicherlich zu empfehlen, weil man dann das Ganze besser versteht. Wir legen uns zunächst also ein komplett neues Projekt an über den SSD, Sophistic Structural Desktop. Ich habe hier den Ordner, der jetzt noch keine Datei enthält und nenne die Datei include Grasshopper Sophistic. Das ist meine Datei. Nun kann man hier sich natürlich für eine Norm entscheiden. Ich will den deutschen nationalen Anhang vom Eurocode verwenden. Deswegen wähle ich hier DIN aus. Ich möchte ja eine Brücke berechnen, also wähle ich diese Norm aus, ER19X Bridge. Dann erscheint hier auch, um was für eine Brücke es sich handeln soll. Es soll eine Straßenbrücke sein. Hier brauche ich nichts einzustellen, weil ich ändere hier unten jetzt die Systemeingabe auf Rhino und dann ist dieser Teil ausgegraut. Mit den weiteren Eingabemöglichkeiten muss ich mich jetzt hier auch nicht befassen, sondern ich kann auf OK klicken und bevor ich das tue, hier noch der Hinweis auf das Template, das eingestellte Template, welche Vorlage soll verwendet werden. Wir könnten eine leere verwenden, aber ich nehme trotzdem mal die Spannbetonbrücke mit dem Construction Stage Manager. Damit haben wir also ein leeres SSD, Structural Desktop Projekt angelegt und dementsprechend sieht man hier auch schon drei Materialien, die jetzt automatisch angelegt wurden für Stahlbeton, für Stahlbetonbewehrung und auch hier für einen Baustahl. Den brauchen wir nicht, aber können wir trotzdem stehen lassen. Und ansonsten ist noch alles leer. Hier unten sehen wir auch schon, wenn wir dann weiterrechnen. Das werden wir natürlich jetzt hier nicht tun, aber was man dann entsprechend weiter mit dem Construction Stage Manager tun könnte. Wir wollen jetzt eben die Verknüpfung herstellen und sagen deswegen hier mal rechte Maustaste Gruppe einfügen, Grasshopper Eingaben. Das soll unsere Gruppe sein, die wir hier drüber schieben. Hier an der Stelle, wenn ich darauf doppelklicken würde, wird sich Rhino öffnen. Ich habe aber Rhino schon geöffnet, deswegen kann ich das hier mit Entfernen löschen. Und damit ist das vorbereitet. Wir haben also die Materialien und das erste, was wir dann benötigen, sind Querschnitte. Gehen wir rüber in Grasshopper. Hier ist unser bisheriges Skript. Ich schiebe das ein bisschen auf Seite und hier oben hole ich mir eine Überschrift. So. Und das sollen meine Sophistic Files werden. Also, wo müssen wir hin? Wir sind auf dem Kartenreiter Sophistic mit den Komponenten und man muss von der Logik her verstehen, dass sich das Ganze von links nach rechts aufbaut. Das heißt, zunächst gibt es hier das Modul Aqua. Mit Aqua wird einerseits die Norm beschrieben und zum anderen die Querschnitte. Dann geht es hier weiter mit der Modellierung, das Sophie Mesh, dann die Lasten und da hinten kommt die Vorspannung. Wir beginnen also mit Aqua
Und hier sehen wir schon, werden gefragt natürlich die Querschnitte. Wir haben zwei Querschnitte, nämlich den Überbauquerschnitt und die Stütze, und diese beiden müssen wir uns also holen. Gehen wir ganz zurück an den Anfang. Hier war die Querschnittsdefinition des Überbaus und das ist der erste Querschnitt, den wir uns holen. Geht da hinein. Und der zweite, das ist der Stützenquerschnitt. Hier haben wir die Stütze und wir brauchen den Querschnitt der Stütze. Hier Modify Section. Von da gehen wir rüber und denken Sie an die Shift-Taste. Shift-Taste muss gedrückt sein, damit beide Werte hier ankommen. Wir schauen mal, was hier ankommt. Und da sehen wir, es ist die Sophistic Cut-Imp Sprache, die hier beginnt eben mit dem Programm Aqua. Und wir sehen hier den ersten Querschnitt, Section 101, unser Überbauträger mit sämtlichen Informationen. Und wenn ich runter scrolle, dann taucht hier auch der Querschnitt 1, also der Stützenquerschnitt, auf. So, diese Texteingabe ist unsere Verbindung zur Sophistic. Das versteht Sophistic, das versteht der SSD, wenn wir die Datei dort einbinden. Ich lösche das hier mal. Wir müssen jetzt also lediglich noch die Datei erzeugen, hier mit der Komponente Textfile. Stecken wir also da rein. Und jetzt müssen wir natürlich noch sagen, wie denn die Datei heißen soll. Und ich nenne sie Section. Aber nicht nur Section, sondern sie muss natürlich Section.dat heißen. In dem Moment, wo ich dieses Kabel hier reingesteckt habe, in dem Moment ist die Datei auch erzeugt worden. Wir sehen hier, this component ran once. Wir können das überprüfen, indem wir jetzt wieder hier in das SSD gehen und dort auf den Explorer mal klicken. Da sehen wir, das ist also hier unsere CDB, die jetzt angelegt wurde. Wir sehen hier die Sophistic-Datei als solche. Das hier sind unsere Parameter. Das ist jetzt nicht erzeugt worden, sondern die liegen natürlich immer noch hier, weil wir die vorher benötigt haben. Aber hier an der Stelle, da sehen wir, dass die Datei section.dat erzeugt wurde. Man kann sie auch doppelklicken. Dann sehen wir also nochmal jetzt im Texteditor, im Teddy, exakt das, was wir hier gerade erzeugt haben. So, also die Datei ist vorhanden. Sie heißt section.dat. Ich kopiere sie mir mit Ctrl+C und will jetzt hier unter den Grasshopper-Eingaben einfach einen entsprechenden Task einführen, nämlich einen Text-Task. Und den nenne ich dann auch um. In Querschnitte. Ich mache einen Doppelklick drauf und hier kommt jetzt der Befehl include ins Spiel. Davor gehört ein Hashtag. Ein Zeichen muss frei sein und dann wird der Dateiname hier hingeschrieben, section.dat. Wir können jetzt mal
uns das anschauen, hier haben wir also die Materialien, die waren ja voreingestellt, Querschnitte ist noch 0 oder noch leer. Und ich gehe jetzt auf Querschnitte, rechte Maustaste und sage berechne bis Querschnitte. Ja, und wir sehen alles grün, das hat also funktioniert. Und wir sehen jetzt hier, dass auch entsprechend die Querschnitte, nämlich Stütze und Überbauträger, angekommen sind. Wenn ich hier mal auf die rechte Maustaste gehe und auf Ergebnisse klicke, dann bekomme ich ja den Report und wir sehen dort auch nochmal, dass die Querschnitte da sind mit allen Querschnittswerten. Hier die Stütze und hier der Überbauträger. Der, der natürlich parametrisiert ist über unsere Variable h. Gut, also das erste ist geschafft. Wir haben die Querschnitte. Das nächste, wir können es hier sehen, ist jetzt also Sophie Mesh. Das heißt, das ist das Modell. Das ist die komplette Vernetzung vom Modell. Alle unsere Strukturelemente müssen dort hineingehen. Ich klicke dahin und habe entsprechend wieder die Komponente. Und wir sehen schon, hier geht jetzt einiges rein. Alle Strukturelemente inklusive der Achse. Fangen wir an mit der Achse. Die haben wir ja schon häufig benötigt. Von hier, Achsdefinition. Das ist das erste, was ich hier mal hereinstecke. Und ich mache da auch einen Doppelklick drauf und nenne das Ganze um Achse. An der Stelle kann man übrigens auch darauf hinweisen, diese ganzen Darstellungsweisen hier von diesen Kabeln kann man auch auf Hidden stellen. Und dann ist hier nur so wie so ein WLAN-Zeichen. Dann kann man sich das übersichtlicher gestalten. Ich lasse es trotzdem jetzt hier bei dieser Darstellung. So, jetzt benötigen wir den kompletten Überbau. Und zwar das analytische System natürlich. Das haben wir ja hier zusammengefasst in dieser Data-Komponente. Und das ist das zweite Element, was ich benötige. Auch hier wieder an die Shift-Taste jetzt denken beim Einfügen, damit die erste nicht gelöscht wird. Auch hier mache ich mir ein Relay. Das ist der Überbau analytisches System. Jetzt brauchen wir alle Komponenten. Fangen wir an mit der Stütze. Also, hier ist die Stütze und wir brauchen hier den Eingang von Transform. Shift-Taste drücken und einfügen. Hier wird es nämlich jetzt schon unübersichtlich, deswegen das Arbeiten mit dem Relay sinnvoll. Das ist die Stütze. Dann brauchen wir natürlich das Fundament vom Widerlager. Widerlagerfundament. Hier sind wir und wir nehmen natürlich die Structural Area. Shift und rein. Doppelklick, umbenennen, Widerlagerfundament. Dann brauchen wir die Flügelwände.
Flügelwände hier. Wir haben zwei Structural Areas. Machen wir jetzt das obere. Shift und rein. Flügelwand 1. Und hier die Flügelwand 2. Shift, Relay. Hoppla. Flügelwand 2. Dann ja, brauchen wir natürlich die Auflagerbank. Die Auflagerbank hier unten, Widerlager Auflagerbank. Da hinein. Auflagerbank. Dann haben wir das komplette Widerlager transformiert auf die andere Seite. Hier beim Duplikat. Das besteht aus Teil 1 hier oben. Das ist also die Auflagerbank und die Flügelwände. Und dann haben wir noch zusätzlich hier das Fundament. Holen wir uns also beides. Das ist also Widerlager Duplikat. Und schließlich brauchen wir noch die, ja, die Bodenplatte vom Duplikat. Oder Widerlager Fundament Duplikat. Also schreibt mal Widerlager Fundament Duplikat. So, damit habe ich hoffentlich nichts vergessen. Auch hier können wir mal reinschauen. Ja, und wir sehen, diesmal sind wir im Programm Sophie Mesh. Und auch dort können wir jetzt, wenn ich hier runter scrolle, sämtliche Informationen sehen, die Sophistic der SSD benötigt, um das Ganze zu verstehen. Also, wir machen wieder ein Textfile, stecken dort die Komponente hinein und brauchen jetzt wieder eine Datei, die wir inkludieren können. Und da sage ich jetzt mal, das ist das Model, Endung DAT. Und in dem Moment ist diese Datei auch schon wieder geschrieben worden. Gehen wir rüber in unser SSD. Und ja, ich mache mir hiervon eine Kopie. Task kopieren, umbenennen. Das ist also mein Modell. Doppelklick und meine Datei heißt Model auf Englisch mit einem L nur. Und sage jetzt hier, berechne bis Modell. Sophie Mesh, da taucht es auf. Ja, dauert ein bisschen länger, weil es sind ja einige Strukturelemente, die dort eingelesen worden sind. Gehen wir auf Start,
System und da ist unser System. Und wir sehen auch schon, dass an der Stütze irgendetwas nicht stimmt. Die ist ein bisschen sehr dünn hier rüber gekommen, aber alle anderen Elemente sehen ja gut aus. Wir haben hier das komplette Widerlager, auch auf der anderen Seite. Ja, irgendwas stimmt mit der Stütze nicht. Dann gehen wir mal auf Fehlersuche. Also, was kann mit der Stütze nicht stimmen? Hier ist die Stütze. Gucken wir uns das an, was wir uns da geholt haben. Von hier, das sieht einfach gut aus. Wo kam der Querschnitt her? Oh, weiß nicht, ob das bei Ihnen auch der Fall ist. Hier fehlen bei mir die Verbindungen der Stützenabmessungen. Hm. Naja, falls es bei Ihnen auch der Fall ist, einfach wieder reinstöpseln. Das kommt normalerweise nicht vor, weiß ich jetzt auch nicht, wie das passiert ist. Ja, in dem Moment, wo wir jetzt hier einmal File Save sagen, Save Document, in dem Moment wird auch hier wieder diese DAT-Datei neu geschrieben. Wir können also zurückgehen nach hier und ich gehe wieder hier hin und sage berechne bis Modell. Jetzt liest er die Daten neu ein. Ja, ich hätte gar nicht alles neu rechnen lassen müssen, sondern nur auf Modell wahrscheinlich gehen können, aber sei es drum, schauen wir mal, ob es jetzt passt. Start System. Ja, da sieht das auch schon besser aus. Die Auflage ein bisschen sehr groß, machen wir was kleiner. Also jetzt stimmt auch die Stütze. Sehr gut, damit haben wir also die Geometrie in Sophistic drin. Jetzt holen wir uns noch die Lasten. Gleiche Vorgehensweise, also hier L für Lasten, für so viel Lot. Und da gehen natürlich rein die Linienlast und die Punktlast von hier oben, also Linienlast, kommt da oben rein bei Load. Dazugehörig haben wir die Attribute, die kamen von hier von der Linienlast, Lastattribute, da hinein und ja, die Punktlast, also die Stützensenkung von hier. Shift-Taste drücken und auch die Attribute. Die Attribute, Shift-Taste, wunderbar. Jetzt wieder die Textkomponente verbinden und das nenne ich loads.dat. Damit ist auch diese Datei in diesem Moment geschrieben worden. Hier kopiere ich mir den Task, nenne ihn um in Lasten, Doppelklick, Loads. Ich sage hier jetzt nur berechne Lasten. Er gibt einen Fehler aus. Was sagt er? Die Action G ist noch nicht definiert. Gut, wir haben die Einwirkung noch gar nicht definiert. Machen wir das. Also G und F brauchen wir über den Einwirkungsmanager. Ich lösche die mal beide und sage neu. Also G, Eigengewicht und neu Setzung. Okay.
Nochmal Lasten, berechne Lasten. Ja, sieht gut aus. System. Wir sehen die Lasten noch nicht. Kommen wir gleich zu. Gehen wir erstmal weiter. Das nächste, was wir machen, ist die Vorspannung. Also hier auch wieder die Komponente der Vorspannung absetzen und da gehen hinein natürlich die Tenden-Elemente. Wo ist die Vorspannung? Da. Also hier Tendons und das Vorspannungssystem, Pre-Stressing System, das ist ja hier oben, kam ja aus der Excel-Datei. Das geht da hinein. Dann brauchen wir wieder ein Textfile. Verbinden. Und das nenne ich ja tenden.dat. Gehen wir wieder hier rüber. Das kopieren, umbenennen, Vorspannung, Doppelklick, Tenden. Berechne Vorspannung. Wieder ein Fehler. Okay, Material 4 fehlt natürlich. Richtig, also müssen wir noch anlegen. Neues Material aus Normenfamilie, Nummer 4 soll es heißen. Und es ist Spannstahl. Und da nehme ich 1570 hier. Okay, zweiter Versuch, Vorspannung berechnen. Sehr schön. Start, System. Querschnitte nicht anzeigen, dann sehen wir auch, die Vorspannung ist angekommen. Sehr schön. Gut. Ja, warum haben wir die Lasten nicht gesehen? Ganz einfach, weil wir sie noch nicht berechnet haben. Berechnung Einzellastfälle berechnen und überprüfen System. Da sind sie. Linienlast und Stützensenkung. Wunderbar. Ja, und wann immer wir etwas am System hier ändern und abspeichern, dann werden diese DAT-Dateien neu geschrieben, über include hier eingelesen und damit ist das System sofort wieder up to date. Natürlich muss man die Tasks dann auch einmal rechnen. Wir können das Ganze ja mal ausprobieren. Im Teil 1 von dieser Videoserie hatte ich ja schon an allen möglichen Reglern mal gedreht. Das können Sie ja jetzt auch mal selber machen. Machen wir einfach eine Sache trotzdem mal gemeinsam. Also Drehwinkel, Flügel. Momentan stehen sie im 90-Grad-Winkel. Und ich gehe mal hier und stelle mal hier auf 3,38 den einen und den anderen auch hier irgendwie auf 25. Wir sehen entsprechend, wie die Flügel jetzt in einem Winkel sind und nun einfach hier oben einmal File, Save Document sagen, wieder zurückgehen hier hin und jetzt sagen wir einmal rechne bis Einzellastfälle. Nun werden die DAT-Dateien über include eingelesen, berechnet und dann werden wir gleich
sehen, dass das System sich aktualisiert hat. Er ist gerade wieder bei dem Einlesen und Verarbeiten der Strukturflächen und Strukturelemente. Hier kommen die Lasten, Vorspannung, Berechnung, Ausgabe, System. Ja, und wir sehen, das System hat sich aktualisiert. So, das war's hierfür. Ich werde dann noch ein weiteres Video machen, wo man nicht diese händische Übergabe machen muss und Include, sondern es gibt eben hier bei der Sophistic auch ein Knopf, der Projekt heißt, womit man das Ganze noch vielleicht etwas komfortabler machen kann, aber sicherlich ist es wichtig und gut zu wissen, was da im Hintergrund passiert. Deswegen zunächst die Darstellung, wie ich es jetzt gezeigt habe, und im nächsten Video schauen wir dann diese andere Möglichkeit uns an. Danke, bis dahin.